letztes Wort? Ja. Schade. Das wäre die Chance für mich gewesen. Mit diesen Fotos hätte ich endlich mal zeigen können, was ich wirklich kann. Oh, scheiße, stimmt ja. Habe ich ja total vergessen. Du kannst ja gar nicht schreiben. Was? Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Ja, Mensch. Das ist die Idee des Jahrhunderts. Sag mal, wann geht das nochmal los mit dem Job? Ja, morgen. Habe ich dir doch schon 100-mal gesagt. Frank, das kannst du nicht machen. Frank, bist du jetzt völlig übergeschnappt? Mit so einem Typen auf Tour, das ist doch kein Leben. Wieso nicht? Das ist ein richtiger Job. Ach, solche Jobs kenne ich. Mit einer Band. Eine richtige Tournee. Bühnen bauen und so. Mittendrin im Showgeschäft. Ach, so schnell kannst du doch gar nicht gucken, bis du da wieder draußen bist. Ja, eine Festanstellung ist vielleicht nicht drin. Aber auf jeden Fall hast du auch jede Menge Spaß. Und die Schule? Willst du die sausen lassen, ja? Sophie, ich hab's wirklich versucht, aber ich bin nun mal ein Idiot. Auf der Straße, da lernst du was fürs Leben. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. Bist du jetzt fertig? Okay. Halt dich da raus. Aber es ist echt ein geiler Job. Ja, bis du als Junkie in der Gosse landest, oder was? Ab und zu mal eine Dröhnung kann doch nicht so verkehrt sein. Frank, wenn du da mitgehst, dann ist es aus. Für immer. Dann ist endlich Schluss mit der Nerverei. Ich krieg hier sowieso keinen Fuß auf den Boden. Also was ist, kommst du jetzt mit oder kommst du nicht mit? Ja, schon. Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber ich finde, Jan hat seine Sache großartig gemacht. Ja. Außerdem hast du Barbaras Kampagne gerettet. Danke, danke. Warten wir erstmal die Fotos ab. Bei der Fotografin habe ich überhaupt keine Sorgen. Du bist wirklich ein Naturtalent. Ach was, ich habe heimlich geübt. Wahrscheinlich haben Versace und Armani schon eine Nachricht bei dir auf dem Wand hinterlassen. Jetzt übertreib mal nicht. Und Gautier kommt gleich persönlich vorbei. Den kannst du gleich weiterschicken zu Nicole. Die kann für mich die Verhandlung führen. Wieso Nicole? Die hat mir das Ganze doch eingebrockt. Sie hat mich immerhin überredet. Nicole? Das habe ich alles ihr zu verdanken. Ah ja. Am besten du hörst gleich mal deinen Anrufbeantworter ab. Wir warten hier inzwischen auf Herrn Gautier. Ja. Na, war nicht super? Ja, und du warst aber auch nicht schlecht. Wieso ich? Naja, ohne dich hätte ich ihn ja nicht mal vor die Linse gekriegt. Ja, war aber auch wirklich nicht einfach. Ich habe ihm gut zugeredet, wie einem alten Gaul. Hey, was ist denn? Nicht so wichtig. Komm, sag schon, habe ich was Falsches gesagt? Nein. Aber ich glaube ich. Wovon redest du? Also ich habe auch versucht, Jan zu überzeugen. Aber bei mir hat er sich total stur gestellt. Ach, Julia, und deshalb bist du jetzt so schlecht drauf? Das gibt's doch gar nicht. Was hast du ihm denn gesagt? Ja, dass er Barbara damit aus der Klemme hilft. Ja, das war dein Fehler. Na, du hättest ihm sagen müssen, was für dich auf dem Spiel steht. Das ist ja nun wirklich nicht so wichtig. Doch, für Jan schon. Ich habe ihm erzählt, dass dieser Termin die Chance für dich ist. Dann hat er keine Sekunde länger gezögert. Mann, Julia hat's für dich getan. Bin ich wirklich so doof? Sieht so aus. Komm, wir müssen noch mal rein. Ich muss noch was erledigen. Was gibt's denn jetzt noch? Wir müssen uns ein bisschen um meine Chefin kümmern. Denn wenn Christoph nicht mit ihr redet, brauche ich die Fotos nicht mal entwickeln zu Oh lassen. Gott, dann wäre ja alles umsonst. Eben. Ich glaube, das können wir ja nicht antun. Ja. Hallo, mein Schatz. Hallo. Ach, Arno, was für ein Tag. Uff. Erst der Besuch von Clarissa und dann mein Riesenstress im Büro. Puh. Nicht nur bei dir im Büro. Noch irgendwelche Hiobsbotschaften? Es gibt Finanzierungsprobleme. Ja, aber wieso? Der Baubranche geht's gut.
Aber um neue Aufträge zu stemmen, müsste ich dringendst modernisieren. Das Büro zum Beispiel braucht eine neue EDV-Anlage. Na, gerade das kann doch nur nicht die Welt kosten. Computer werden immer billiger. Ja, sicher. Aber noch wichtiger wären Betonmischanlagen. Mindestens 3 Stück. Und 2 Kipper. Zusammen macht das über 1 Million. Geh halt zur Bank. Die Firma steht gut da. Und die Zinsen? Dann gibt es nur noch schlaflose Nächte. Nein. Kredit kommt nicht in Frage. Es wird dir gar nichts anderes übrig bleiben. Ich hab's mal durchgerechnet. Mischer und Kipper könnte ich zumindest zum Teil über Personaleinsparungen finanzieren. Du willst Leute entlassen. Na, und was machst du dann, wenn die Aufträge kommen? Na, anders geht es aber nicht. Ein Teilhaber ist weit und breit nicht in Sicht. Red doch mal mit der Bank. Da müssen wir uns alle eben ein bisschen einschränken. Na, was wird mit uns, wenn ich dann wieder Tag und Nacht durcharbeite? Musst du doch nicht. Ich pack schon auch ein bisschen mit an. Arno, wir kriegen die Firma wieder in Schuss. Und wenn wir von vorne anfangen müssen. Sind wir dafür nicht ein bisschen zu alt? Du vielleicht. Ich nicht. Iris, du bist die tollste Frau der Welt. Meinst du nicht, dass wir für solche Sprüche schon ein bisschen zu alt sind? Du vielleicht. Ich nicht. Na, haben wir doch noch alles über die Bühne gebracht. Bis auf das Interview mit Karin Michels. Oh, Barbara, bitte. Sie ist doch Julias Chefin. Na und? Sie könnte Julia Probleme machen, wenn das Interview nicht zustande kommt. Dann kriegt sie erst recht kein Interview. Bitte, Christoph. Erstens ist es für eine seriöse Zeitung, zweitens für einen guten Zweck und drittens ein bisschen Werbung für Caradonna kann auch nichts schaden. Trotzdem. Sie ist doch eine nette, attraktive Frau. Findest du? Du nicht? Naja. Vielleicht attraktiv, aber ihr Geschwätz nervt. Sie war vorhin genauso nervös wie du und ich. Da ist ihr eben so manches rausgerutscht. Komm, Christoph, überleg's dir doch mal. Auf die Idee mit dem Sprengturnier komme ich in jedem Fall zurück. Es gibt ein paar super Fotos. Alles klar, dann mache ich schon mal den Termin. Genau, dann können wir besser planen. Ich möchte in jedem Fall dabei sein. Ist das Band schon voll? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen beantworten. Sie wollen mir tatsächlich ein paar Fragen beantworten? Ja, ich würde Ihnen jetzt ein Interview geben. Wenn Sie mir folgen wollen. Was ist denn mit ihm passiert? Wenn ich das wüsste. Frank, du bleibst erst mal hier. Lass mich, ich hab mich entschieden. Frank, du verbaust dir alles, wenn du weggehst. Denk doch mal ein paar Schritte weiter. Das hab ich. Deshalb will ich ja hier weg. Frank, was ist mit deinen Plänen? Hm? Du wolltest Automechaniker werden. Das kann ich auch später noch machen. Ich will endlich mal ein bisschen rumkommen und Knete verdienen. Aber das kannst du doch auch hier. Ach komm. Ich kann die ganzen Spießer im Laden nicht mehr ab. Ach, jetzt auf einmal. Ja, jetzt auf einmal. Frank, ist irgendwas passiert? Nichts ist passiert. Hast du mit irgendjemandem Stress gehabt? Oder hat sich jemand über dich lustig gemacht? Frank, mach mal den Mund auf. Frank. Soll das ein Verhör werden? Hat eh keinen Sinn. Ach, aber für abgewrackte Rocker Kisten schleppen, das macht unheimlich viel Sinn, ja? Du blickst es echt nicht. Das sind Stars. An die kommt sonst niemand dran. Frank, du kannst es vielleicht nach der Schule machen. Bis dahin habe ich Schwielen am Arsch. So eine Chance lasse ich mir doch von dir nicht kaputt machen. Mensch, Frank. Frank, du machst einen großen Fehler. Lass mich, ja? Warte, Sophie hat recht. Geh mir aus der Sonne. Jetzt wart doch mal. Lass uns doch mal vernünftig über alles reden. Reden kannst du mit wem anders. Aber nicht mit mir. Mein Gott, damit kann man Tote zum Leben erwecken. Boah. Bisschen stark, was? Ja, ein bisschen. Bleibt nur fast der Löffel drin stecken. Ja, ich bin in der Küche eben nicht so bewandert. Gott sei Dank kommt bald die neue Haushälterin. Heute ist übrigens Vorstellungstermin und Papa hat mich gebeten, deswegen extra hier zu bleiben.
Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Morgen. Na, habt ihr schon Zeitung gelesen? Nein. Wieso? Bitte? Oh. Na? Das hat sich ja gelohnt. Christoph von Anstetten, ein seriöser Geschäftsmann, der mit seiner Beteiligung an Caradonna neue Wege in der Modebranche beschreitet. Man muss sich eben nur gut verkaufen. Wie hast du das denn hinbekommen? Tja, wenn man mit Menschen richtig umgehen kann, dann ist das überhaupt kein Problem. Also gestern wärst du Karin am liebsten an die Kehle gesprungen. Nun übertreib mal nicht. So unsympathisch ist deine Chefin nun auch wieder nicht. Du änderst deine Meinung ja ziemlich schnell, hm? Es war ein sehr nettes Gespräch. Wie nett. Wir haben uns fast die halbe Nacht unterhalten. Natürlich rein geschäftlich. Ich habe das alles nur für Barbara getan. Ja, ich glaube, an mir ist ein hervorragender PR-Manager verloren gegangen. Ausgeschlafen? Mhm. Oh. Hey, hol dir selbst eine. Sieh dir das mal an. Da hat Barbara viel Geld gespart. Respekt. Eine ganze Seite. Hör dir das an. Als Textilexperte beobachtet Graf von Anstetten den Modemarkt seit Jahren. Wenn ich ihn nicht drauf gebracht hätte, wüsste er gar nicht, dass es einen gibt. Sieh dir mal die Fotos genauer an. Na, Julia? Noch genauer. Ist das nicht Jan? Im Kettenhemd. Er ist sich wirklich für nichts zu blöde. Aber eigentlich sieht er ganz gut aus, mein Sohn. Von wem er das wohl hat. Nur kein Neid. Vielleicht gebe ich dir auch mal eine Chance bei meiner nächsten Präsentation. Bin ich bescheuert? Scheint dich ja nicht sonderlich zu stören, dass jetzt alle gegen dich arbeiten. Ich konzentriere mich lieber auf wichtige Dinge im Leben. Aber sie ist schon eine tolle Frau, meine Chefin, was? Und ich bin nicht sehr verwöhnt in letzter Zeit. Mal von Barbara und dir ganz abgesehen. Sprich jetzt bitte nicht von Clarissa. Der Tag hat so gut angefangen hier. Ich wollte noch mal sagen, dass ich es toll fand, dass du zu Arno gefahren bist. Mhm. Aber leicht gefallen ist es mir nicht. Wie hat er denn reagiert? Oh. Wir haben uns ganz gut unterhalten. Er war froh, dass ich zu ihm gekommen bin. Aber glaub mir, die besten Freunde werden wir wohl nie werden. Naja, immerhin haben wir uns unsere Kinder gegenseitig anvertraut. Das ist doch schon mal was. Ja, sicher. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann kann Clarissa intrigieren, so viel sie will. Ja, ich glaube, es geht los. Die Parade der Hausdrachen beginnt. Vielleicht sollten wir sie am besten alle erst mal Kaffee kochen lassen. Ja. Naja, aber das Aussehen spielt ja auch eine große Rolle, oder? Ja, natürlich, aber ich will keine Schönheitskönigin, sondern eine Haushälterin. Dann finden wir eben eine, die Kaffee kochen kann und gut aussieht. Na ja, wollen wir mal sehen. Frank! Warte doch. Tut mir wirklich leid wegen gestern. Ich wollte... Also doch. Tja. Was wolltest du? Ach, ich habe mich gestern ganz blöd verquatscht. Wegen Frank. Dass er nicht schreiben kann. Du hast uns doch hoch und heilig versprochen, nichts zu sagen. Ist halt passiert. Ach, ich bin so bescheuert. Ja. Hat das irgendjemand mitbekommen? Wer denn? Jackie, meine Freundin. Frank dachte wohl, ich wollte mich über ihn lustig machen. Da ist er weg. Jetzt wird mir einiges klar. Ich habe heute Morgen erzählt, dass Frank weg will. Da hat sie es mir gesagt. Ich habe es wirklich nicht absichtlich gemacht. Ja, schon gut. Ist zu spät. Jetzt nie noch mal mit ihm reden. Wie oft denn noch? Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Trotzdem, dass er gleich die Schule schmeißt. Er wird schon merken irgendwann mal, dass er so nicht weiterkommt. Hoffentlich. Also das ist vielleicht ein Stress. Du müsstest dir die mal angucken. Da lobe ich mir die gute alte Clara. Und Papa tut mir richtig leid. Stell dir vor, ich habe gerade mein Honorar bekommen für gestern. 1000 Mark war auf die Kralle. Hübsche Stange Geld für einmal in die Kamera lächeln, was? Allerdings, unter der Voraussetzung mache ich auf jeden Fall weiter. Das ist nicht so einfach. Wie stellst du dir das vor? Eine Agentin hat deine Fotos gesehen und gerade hier angerufen, mir ein Angebot gemacht.
Sie will mich unter Vertrag nehmen. Mensch, eine Milena May. Sagt ihr das was? Mhm. Die hat einen guten Namen in der Branche. Wer für die arbeitet, hat auch gute Karten. Ja, ist doch toll, oder? Ja, aber das ist doch nichts für dich. Na, wieso nicht? Also ich find's geil. Schon der Kohle wegen. Jeden Tag ein Tausender. Ja, klar, träum weiter. Das verdienen echt ganz wenige und dann bestimmt nicht jeden Tag. Versuchen kann ich's doch mal. Ich würde da die Finger von lassen. Die verheizen dich und dann nach einer Weile will keiner mehr dein Gesicht sehen. Ach, mir kann's recht sein. Solange ich meine Kohle im Sack hab. Außerdem finde ich das einen total blöden Job für einen Mann. Ja, prima. Jetzt sprichst du schon wie Arno. Ja, ist doch so. Ja, aber bitte, wenn du Lust hast, mit irgendwelchen hirnlosen Typen über den Laufsteg zu rennen, viel Spaß dabei. Ich habe wirklich alles Mögliche versucht, aber mehr war nicht herauszubekommen. Ja, kommt Christoph jetzt zur Gala in der Burggalerie oder nicht? Ja, genau das konnte ich nicht herausfinden, weil mein Freund die Einladungslisten noch nicht hat. Na, vergiss es. Nicht so wichtig. Wie bitte? Hat alles Zeit. Weshalb hast du mich dann überhaupt hingeschickt? Du bist doch bestimmt nicht nur wegen der Listen zu deinem Bekannten gegangen. Hast du heute schon die Zeitung gelesen? So kurz überflogen. Ja und? Die Fotos sind ganz hübsch. Jan macht sich gut als Model. Ist das alles? Ich meine, dass Christoph und Jan jetzt beide für Barbara arbeiten, stört dich das überhaupt nicht? Ich würde auch gerne für Cara Donna arbeiten, wenn ich dürfte. Clarissa, ich kenne dich doch. Du hast etwas ausgeheckt. Stimmt. Ich fahre jetzt erst mal ein paar Tage auf eine Schönheitsfarm und lass mir es gut gehen. Ja, und Christoph, du darfst in keinem Fall jetzt schon aufgeben. Ich dachte, du kennst mich. Ja, eben. Du hältst es doch keine Minute auf so einer Farm aus, während Christoph seine Spielchen treibt. Christoph wird keine Spielchen mehr treiben. Während ich mich erhole, bekommt er genau das, was er verdient. Alle Herrschaften waren höchst zufrieden mit mir, Herr Graf von Anstetten, und nur aus den besten Kreisen. Ja, das steht ja auch alles hier drin, Frau Klempmann, Käthe Klempmann. Ja, also, Frau Klettmann. Klempmann, Herr Graf von Anstetten. Ja, natürlich, Frau Klettmann. Tja, dann wollen wir mal. Ich räume schnell diese Wirtschaft vom Tisch und dann sehe ich mich zuerst mal in der Küche um. Oh nein, bitte, Frau Klettmann, das ist wirklich nicht nötig. Die Küche ist das Herz des Hauses. Sie muss immer picobello sein. Meine Spezialität sind übrigens leckere Braten. Die mögen Sie doch, oder? Ein Herr wie Sie, der weiß ein gutes Stück Fleisch doch sicher zu schätzen. Frau Klotzmann, ich möchte erst noch die anderen Damen sehen. Das können Sie ruhig, Herr Graf. Ich räume inzwischen schon mal den Tisch ab. Nein! Bitte warten Sie meine Entscheidung ab. Sie hören von mir. Auf Wiedersehen. Ich wollte doch nur schon mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Ja. Guten Tag, Frau... Cecilia de Witt. Guten Tag. Angenehm, bitteschön. Und Sie kommen auch wegen der Stelle als Hausdame? Ja, natürlich. Oder haben Sie etwa noch eine andere Stelle zu vergeben? Nein, nein. Nur, Sie sind noch ziemlich jung. Ist die Stelle etwa an ein bestimmtes Alter gebunden? Nein, nein, überhaupt nicht. Es kommt nur auf die Qualifikation an. Das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Das freut mich. Hier, bitte meine Referenzen, Herr von Anstetten. Ja. Mhm. Ja, wenn Sie wollen, können wir gleich mal einen kleinen Rundgang machen. Dann lernen Sie Ihr mögliches Aufgabengebiet gleich mal kennen. Wenn Sie mir folgen wollen. Das ist ein irres Angebot. Ja, das habe ich ja auch gedacht. Aber Julia denkt ja wohl ein bisschen anders. Mensch, du hast mir doch neulich noch erzählt, dass du dich gerne selbstständig machen würdest. Das ist die Chance, locker an Geld zu kommen. Also ihr habt ja Ahnung. Jan kriegt vielleicht ein paar kleine Aufträge, gut, Prospekte. Und dann? Woher willst du denn das wissen? Mann, das ist das Geschäft. Die ziehen dir ein paar lange Unterhosen an und dann kannst du für irgendeinen Versandhauskatalog rumposieren. Willst du dafür deinen Job bei Avatex aufgeben? Die Agentin hat mir was ganz anderes erzählt. Es geht um Werbeaufnahmen und Reklame im großen Stil. Und du hast mir selbst noch gesagt, dass die Agentur top ist, oder?
Außerdem muss er deshalb ja nicht gleich seinen Job bei Avatex aufgeben. Ach so, wie soll das denn gehen? Hier nebenher, die paar Fotos. Ja klar, sag mal, das ist ein Fulltime-Job, der arbeitet nur mit Profis zusammen. Die werden kaum warten, bis Monsieur Brandner bei Avatex Feierabend hat. Oh, Julia, das ist eine Riesenchance für Jan. Die kann er sich doch nicht einfach so durch die Lappen gehen lassen. Also Riesenchance, dass ich nicht lache. Du hast doch keine Ahnung. Jetzt zerbrech immer nicht meinen Kopf, ja? Es gibt Wichtigeres als meine Modelkarriere. So, ich muss dann jetzt los. Klaas wartet bestimmt schon. Viel Glück. Wie? Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Was willst du denn noch hören, hm? Ich halte dich nicht auf. Jetzt bestimmt nicht mehr. Ich halte es zwar nicht für richtig, aber wenn du unbedingt gehen willst, dann geh. Es wird bestimmt nicht leichter, das sage ich dir. Vor Problemen kann man nicht davonlaufen. Blöder Spruch ist aber so. Ich lauf doch gar nicht weg. Ich fange was Neues an. Und ich habe sogar einen Job. Ist doch nicht schlecht, oder? Du musst es wissen. Vielleicht ist es wirklich das Beste, wenn du gehst. Bestimmt. Was soll ich denn hier noch groß anfangen? Na geh, dein Kumpel wartet nicht ewig. Frank, du weißt, wenn du Probleme hast, du kannst immer zu mir kommen, ja? Ich denke nicht. Auch wenn ich keine Probleme habe. Wirklich sehr beeindruckend hier. Ehrlich, ein wunderschönes Zuhause, dieses Friedenau. Und Sie würden sich zutrauen, den gesamten Haushalt zu führen? Ich könnte mir keine schönere Aufgabe vorstellen, Herr von Anstetten. Mhm. Sie sind sich darüber im Klaren, dass es sich hier um eine Vertrauensstellung handelt. Ich erwarte von Ihnen absolute Loyalität. Diskretion ist die Grundlage meines Berufes. Ich werde Sie ganz bestimmt nicht enttäuschen. Gut. Dann steht einer Einstellung nichts mehr im Wege. Ich lasse sofort die Papiere fertig machen. Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen. Mhm. Ich stelle Ihnen jetzt noch meine Tochter vor, ja? Aber natürlich, je eher, desto besser. Ja, Cecilia de Witt. Hören Sie, ich habe den Job. Sehr gut. Dann wissen Sie jetzt, was Sie zu tun haben.